Hallo, Freunde! Das ist Santorin, eine faszinierende Insel, auf der man sich mit ihren weißen Häusern, blauen Kuppelkirchen und den legendären Sonnenuntergängen wie auf einer Postkarte fühlt. Aber dieser Ort ist nicht nur für Instagram-Fotos geeignet. Santorin hat eine jahrtausendealte Geschichte, von der Mythologie bis zu Vulkanausbrüchen, von Legenden bis in die heutige Zeit. Warum also ist diese Insel so besonders? Lassen Sie es uns gemeinsam entdecken. Wo liegt eigentlich Santorin? Santorin ist eine Vulkaninsel im Ägäischen Meer, die zu den Kykladeninseln Griechenlands gehört. Sie liegt geografisch in der Südägäis, etwa 200 Kilometer südöstlich von Athen und 140 Kilometer nördlich von Kreta. Obwohl sie vom griechischen Festland etwas isoliert ist sie ein leicht zugängliches Urlaubsziel mit ausgezeichneten See- und Flugverbindungen. Santorin ist eigentlich ein vulkanischer Archipel und erhielt seine heutige Halbmondform durch einen großen Vulkanausbruch vor Tausenden von Jahren. Die Insel wurde größtenteils durch einen massiven Vulkanausbruch geformt, der als minoische Eruption bekannt ist und um 1600 vor Christus stattfand. Infolge dieses Ausbruchs stürzte das Zentrum der Insel ein und es entstand eine große Caldera. Die anderen kleinen Inseln, die man heute um Santorin herum sieht, Thrassia, Nea Kameni, Palea Kameni und Aspronisi, sind eigentlich Teile dieser großen vulkanischen Struktur. Santorin ist eine der südlichsten Inseln der Kykladen. Die Kykladen sind eine der bekanntesten Inselgruppen Griechenlands und umfassen auch andere beliebte Inseln wie Mykonos, Paros, Naxos und Ios. Santorin hebt sich jedoch von den anderen Inseln ab, vor allem durch seine dramatischen Landschaften und seine einzigartige Architektur. Wie man nach Santorin kommt. Der internationale Flughafen von Santorin ist von Athen aus in etwa 45 bis 50 Minuten zu erreichen. In den Sommermonaten gibt es Direktflüge von einigen europäischen Großstädten wie London, Paris und Rom. Mit der Fähre erreichen Sie Santorin in 4 bis 5 Stunden mit Schnellfähren, die von den Athener Häfen Piräus oder Rafina abfahren, und in 7 bis 8 Stunden mit normalen Fähren. In jüngster Zeit hat die Insel Santorin durch starke seismische Aktivitäten auf sich aufmerksam gemacht. Vom 26. Januar 2025 bis zum 10. Februar wurden in der Region Santorin-Amorgos mehr als 15.300 Erdbeben registriert. Das stärkste dieser Beben hatte eine Stärke von 5,3 und war vor allem auf Santorin und den umliegenden Kykladen zu spüren. Das griechische Ministerium für Klimakrise und Katastrophenschutz rief bis zum 1. März 2025 den Notstand auf der Insel Santorin aus, da durch die anhaltenden Beben die Gefahr von Erdrutschen und Felsstürzen steigt. Während dieses Zeitraums wurden mindestens 11.000 Menschen von der Insel evakuiert. Der Geologieprofessor Dimitris Papanikolaou erklärte, dass diese seismische Aktivität eine ungewöhnliche geodynamische Situation darstellt. Experten zufolge ist die Gefahr von Erdrutschen gestiegen und ein Erdbeben der Stärke 6 ist möglich. Darüber hinaus wird der Vulkan Kolumbo mit Unterwasserseismographen sorgfältig überwacht. Der türkische Wissenschaftler, Associate Professor Dr. Mehmet Neci Aytaçlar betonte, dass ein größerer Ausbruch des Santorin-Vulkans, wie im Jahr 1600 vor Christus, zu schwerwiegenden klimatischen Veränderungen führen könnte und diese Situation nicht nur für die Türkei und Griechenland, sondern auch für die Welt eine Gefahr darstellen könnte. Der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis besuchte Santorin und erklärte, dass alle staatlichen Stellen mobilisiert und die Empfehlungen der Wissenschaftler berücksichtigt würden. Während die Behörden die Bevölkerung zur Ruhe aufriefen, wurden die Sicherheitsmaßnahmen auf der Insel erhöht und Notfallteams in die Region entsandt. Entdecken Sie Santorin, bevor die Insel untergeht. Santorin!
eine faszinierende Insel, um die sich viele Mythen und Legenden ranken und die seit Jahrtausenden der Wut von Vulkanen standhält. Was aber, wenn die jüngsten Erdbeben eine Warnung sind? Was, wenn Santorin, genau wie Atlantis, eines Tages in den Tiefen der Ägäis begraben wird? Die Zeit läuft ab, die Vulkane toben und die Insel steht noch. Werfen Sie also einen Blick auf unsere Liste der Orte, die man gesehen haben muss, bevor Santorin verschwindet. Denn wer weiß, vielleicht ist es das letzte Mal, dass Sie diese faszinierenden Sehenswürdigkeiten sehen. Vulkan Nea Kameni. Reise ins Herz der Bestie. Wenn Sie sich trauen, nehmen wir Sie mit ins Herz von Santorin, zum Nea Kameni. Dies ist der Gipfel eines Vulkans, der noch aktiv ist. Die Erde unter Ihren Füßen ist heiß und der Geruch von Schwefel liegt in der Luft. Vielleicht sind Sie einer der letzten Touristen, die den nächsten großen Ausbruch von hier aus beobachten können. Die Ruinen von Akrotiri. Vielleicht haben Sie schon von der Legende von Atlantis gehört. Einigen Historikern zufolge handelt es sich bei den Akrotiri-Ruinen auf Santorin um den verlorenen Kontinent selbst. Eine Stadt, die vor Tausenden von Jahren beim Ausbruch eines Vulkans unter der Asche begraben wurde. Die Menschen sind damals nicht entkommen. Vielleicht ereilt uns das gleiche Schicksal. Roter Strand. Vergessen Sie gewöhnliche Strände. Betreten Sie den von blutroten Felsen umgebenen Red Beach in Santorin. Es handelt sich um ein einzigartiges Naturwunder, das von Vulkanausbrüchen zurückgelassen wurde. Aber Geologen sagen, dass dieser Teil der Insel schnell erodiert. Es könnte also eine gute Idee sein, hier zu schwimmen, bevor Santorin versinkt. Wann ist die beste Reisezeit für Santorin? In den Sommermonaten von Juni bis August ist auf Santorin am meisten los. Das Wetter ist warm, das Meer ist perfekt und die Sonnenuntergänge sind so faszinierend wie immer. In dieser Zeit sind jedoch extrem viele Touristen auf der Insel. Man kann Stunden damit verbringen, einen Platz zu finden, um den Sonnenuntergang in Oya zu beobachten. Die Hotelpreise sind recht hoch und die Straßen werden durch die Menschenmassen unpassierbar. Wenn Sie einen energiegeladenen Urlaub verbringen möchten und Ihnen das heiße Wetter nichts ausmacht, ist der Sommer vielleicht das Richtige für Sie. September und Oktober sind eine der besten Zeiten, um Santorin zu erkunden. Das Meer ist noch warm, das Wetter ist heiß, aber nicht drückend. Und vor allem lichten sich die Touristenströme allmählich. Die Hotelpreise sinken und die romantische Atmosphäre der Insel ist viel angenehmer zu spüren. Wenn Sie einen komfortablen und angenehmen Aufenthalt wünschen, sollten Sie diesen Zeitraum bevorzugen. Die Wintermonate von November bis März sind die ruhigste Zeit auf Santorin. Wenn Sie die Insel ohne Touristenmassen erkunden möchten, ist diese Zeit ideal für Sie. Allerdings sind viele Restaurants, Hotels und Geschäfte in dieser Zeit geschlossen. Das Meer ist kalt und das Wetter ist meist bewölkt oder regnerisch. Wenn Sie auf der Suche nach Spaß und Lebendigkeit sind, wird die Wintersaison Ihre Erwartungen möglicherweise nicht erfüllen. In den Frühlingsmonaten, das heißt es im April und Mai, erwacht Santorin zum Leben. Das Wetter wird wärmer, die Natur beginnt zu blühen und die Insel zeigt sich von ihrer schönsten Seite, bevor die Menschenmassen des Sommers kommen. Obwohl das Meer etwas kühl ist, kann man problemlos schwimmen. Das Fehlen von Menschenmassen ist ein großer Vorteil und die Hotelpreise sind viel günstiger als im Sommer. Wenn Sie einen ruhigen und ausgeglichenen Urlaub planen, sind diese Monate die beste Wahl für Sie. Zusammenfassend lässt sich sagen, wenn Sie Santorin wirklich erleben und den Menschenmassen entkommen wollen, sind die besten Reisezeiten September, Oktober oder April, Mai. Aber denken Sie daran, dass Santorin eine Vulkaninsel ist und die Natur nicht immer geduldig mit uns sein kann. Vielleicht bleibt Ihnen nicht mehr viel Zeit, um diese paradiesische Insel zu besuchen. Schieben Sie Ihre Pläne also nicht auf. Santorinis Kultur,
und Essen. Santorin bietet nicht nur mit seinen azurblauen Kuppeln und einzigartigen Sonnenuntergängen ein unvergessliches Erlebnis, sondern auch mit seiner tief verwurzelten Kultur und köstlichen Küche. Auf dieser Insel haben sich über Jahrhunderte hinweg die Spuren verschiedener Zivilisationen erhalten und eine der außergewöhnlichsten Kulturen der Ägäis geschaffen. Bei einem Spaziergang über die Insel können Sie antike griechische Architektur und Spuren der Venezianer in den engen Gassen entdecken. Musik, Kunst und Mythologie sind hier Teil des täglichen Lebens. Die Einheimischen hängen sehr an ihren Traditionen und die Insel erhält eine ganz andere Atmosphäre, vor allem während religiöser Feste. Wenn Sie Glück haben, können Sie ein Panigiri erleben, ein traditionelles griechisches Inselfest. Bei diesen Festen fließt der Wein in Strömen, die Tänze gehen bis in den Morgen und man spürt die griechische Kultur in den Knochen. Und natürlich das Essen. Die Küche von Santorin ist einzigartig in Geschmack und Einfachheit. Hier können Sie den Tag mit frischem Ziegenkäse, Honig und Joghurt beginnen. Danach sollten Sie Vorspeisen wie die berühmten Tomatenfrikadellen, Tomato Keftedes aus einheimischen Tomaten oder Melizano Salata mit gebratenen Auberginen probieren. Meeresfrüchte sind ein Muss auf der Insel. Gegrillter frischer Oktopus und ein Glas Assyrtiko-Wein, begleitet von einer warmen Meeresbrise, stehen ganz oben auf der Liste der Dinge, die man in Santorin tun sollte. Denn Wein ist auf dieser Insel kein gewöhnliches Getränk, sondern eine mit der Geschichte verwobene Tradition. Die auf vulkanischen Böden angebauten Trauben bieten einen Geschmack wie kein anderer auf der Welt. Und hier sind wir nun. Diese Reise durch die faszinierende Atmosphäre, die Legenden, die Kultur und die Geschmäcker Santorins endet hier. Aber vielleicht ist sie nicht wirklich zu Ende. Vielleicht werden Sie nach diesem Video beschließen, Ihren Koffer zu packen und Santorin mit eigenen Augen zu sehen. Denn manche Orte kann man nicht beschreiben, man muss sie erleben. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du weitere Inhalte sehen möchtest, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns in neuen Videos wieder. Bis dahin, verfolgen Sie Ihre Träume.